So, mein Lieber. Boah. 5 Kilo. 5 Kilo Rippen, Ja. 10 Spare Ribs, Leitern, auf die Plätze, fertig, guten Hunger, viel Spaß. Let's go. Lasst uns die Kugel ins Rollen bringen. Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und natürlich einer neuen Challenge. Wir sind im Gasthaus Heiße Krug in Nürnberg, bekannt von Mein Lokal, Dein Lokal, Kooperationen wie zum Beispiel dem FC Nürnberg, aber allen voran für ein legendäres All-You-Can-Eat Spare Ribs Angebote. Wie das Ganze aussieht, welche interne Hauswerte es gibt und ich sag euch, was dieses Wirtshaus hat, was möglicherweise kein anderer hat, das sehen wir jetzt. Ich wünsche uns allen viel Spaß. Let's go! Wir haben das schöne Gasthaus betreten und der liebe Justus begrüßt uns schon. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Ich habe gerade schon erwähnt, die Leute möglicherweise, die ein bisschen TV schauen, kennen dich noch aus Mein Lokal, Dein Lokal. Kooperation mit Nürnberg zum Beispiel habe ich erwähnt. Ich glaube sogar noch andere. Ne? Ja, also wir haben Kooperation mit dem Club, Ja. mit den Ice Tigers, Okay. mit dem ADAC, mit der DTM. Ja. Genau, und wir sind bekannt durch Mein Lokal, Dein Lokal, Kabel 1. Ja. Und natürlich auch für das legendäre Spare Ribs All-You-Can-Eat-Angebot. Richtig, Ne? ja. Mit einem hausinternen Rekord. Ja. Ich sag mal, was ist das Besondere bei euch? Wir machen fränkische Küche, amerikanische Küche und das kommt natürlich bei den Leuten halt geil an. Wir sind in Franken, in Bayern, aber wir haben natürlich auch hier viele US-Fans, die wollen halt geiles Barbecue und wir haben auch geiles Barbecue und wir haben geile Spare Ribs und wir haben Spare Ribs All-You-Can-Eat dienstags. Ja. Der Rekord liegt bei 8 Rippen. Ja, das war ja das, worauf wir, ich sag mal, in Kontakt gekommen sind, weil du kennst meine Videos. Ja, Ne? voll geil. Ich sag mal, ich liebe Spare Ribs und weiß, dass die natürlich auch bei euch gut ankommen. Und da haben wir uns gefragt, ey, sollen wir nicht mal den hauseigenen Rekord hier angehen, der bei 8 Spare Ribs Rippen liegt? Richtig. Und so wie du das mir auch schon mitgeteilt hast, vorab ist quasi jeder, der den Rekord bricht, bekommt dann quasi 100 Euro. Richtig. Ne? Das heißt, Leute, wir werden heute wirklich den All-You-Can-Eat Spare Ribs Rekord hier anlegen, versuchen. Und wir haben sogar gesagt, ich versuche mal 2 höher, versuche auf 10 zu gehen, wäre auch mein persönlicher Rekord. Bei wie viel Kilo sind wir da? Das interessiert die Leute Bei auch mal 10 so. Rippen sind wir schon bei knapp ca. 5 Kilo. 5 Kilo Rippen? Ja, richtig. Oh ja, da haben wir auf jeden Fall einiges vor uns. Was mir aber auch schon aufgefallen ist, es sieht hier, ich sag mal, klassisch Wirtshaus, aber relativ modern aus. Ja, also es ist eines der ältesten Wirtshäuser, Gasthäuser in ganz Nürnberg. Ja. Ist saniert, renoviert worden vor 5, 6 Jahren und hat richtig viel Charme. Durch das Holz, es ist sehr modern, sehr sauber. Wir haben ganz, ganz viel auch WCs, behindertengerecht, ist auch wichtig. Wir haben einen großen Saal, wir zeigen auch live Fußball, wir haben Tanzveranstaltungen, wir haben ein geiles Kneipenquiz, da kann man quizzen und das absolute Highlight ist nicht nur gutes Essen, sondern auch die Bowlingbahn. Ich würde sagen, die habe ich nämlich schon gesehen und die schauen wir uns jetzt an. Wie ich sehe, ist ja auch, ich sag mal, nicht nur eine Bowlingbahn hier, sondern wir haben auch Flipper etc. pp. Ich muss gleich aufpassen, dass ich mehr esse, anstatt anfangen zu spielen. Du musst aufpassen, dass du dich nicht verletzt bei mir beim Bowling. Ja, oder so. Ne? Ich stehe nachher auf, dann denken, vielleicht kann ich ja sogar noch mehr essen dann, weil ich zwischendurch einfach mal eine Kugel rolle. Aber es ist geil. Ne? Also Bowlingbahn, nicht nur Kegelbahn, wie man es ja sonst aus den Wirtshäusern kennt, sondern wirklich Bowlingbahn, dazu Flipper. Also ich glaube, man kann hier wirklich einen Tag verbringen. Ja, wir haben ganz viel Familien, wir haben viele Firmen, Weihnachtsfeiern, Gruppen. Und die können bei uns nicht nur essen, sondern die können auch bowlen, flippern, die können auch daten. Ich sag mal, für alle was dabei, ne? Für den Mann, die Spare Ribs Leiter, ich sag mal, das All-You-Can-Eat-Angebot, für die Kinder ein bisschen flippen und für die ganze Familie noch ein bisschen bowlen, ne? Kannst den ganzen Tag bei mir verbringen. Ja, das hört sich geil an. Und jetzt wollen wir vor allem natürlich eins wissen, ob die Challenge machbar ist, wie die Spare Ribs schmecken. Und ich würde sagen, wir bereiten jetzt alles vor, sehen uns in der Küche wieder und dann auch zu Tisch und starten die Challenge. Mein Lieber, let's go. Ich freue mich. So, mein Lieber. Ich danke dir, mein Bester. Wow. Also, meine Lieben, die 10 Spare Ribs Leiter sind da, 5 Kilo Spare Ribs. Und wir haben sogar Dips im Hintergrund, sehe ich gerade. Ich kann es euch mal ganz kurz ein bisschen drehen. Ich weiß nicht, wie viele Dips. Oh, da kommt noch mehr.
Pommes Okay. und ein Knochenteller. Der ist mal ganz wichtig bei Richtig Spare Ribs. wichtig. Richtig, richtig wichtig. Coleslaw sehe ich sogar auch schon dabei. Sehr, sehr geil. 10 Stück sind es jetzt? Ja, 10 Rippen sind's. 10 Rips. Geile, frische Fritten. Ja. Richtig leckeren Coleslaw. und natürlich richtig leckere Dips, die wir auch selber machen. Sind die Ribs, habt ihr da eine einheitliche Soße? Sind das unterschiedliche oder sind das alles gleich? Also dadurch, dass wir viel Barbecue machen, Ja. haben wir einen speziellen Rub, Ja. einen Trockenrub, den wir halt dafür nutzen, Okay. um die Spare Ribs auch so lecker zu machen. Und wir haben halt noch einen Rub fürs Pulled Pork Ja. und einen dritten Rub fürs Pulled Beef. Okay. Was ich noch mal vorab fragen wollte, weil das kam jetzt auch schon mal so im Livestream auf, bei eurem All You Can Eat, gibt es da ein Zeitlimit, wo die Leute maximal sitzen dürfen oder nicht? Nein, also ganz entspannt. Perfekt. Das heißt, wir haben kein Zeitlimit heute, da freue ich mich. Ich würde sagen, ich ziehe mir die Handschuhe an, denn ich weiß, es wird dreckig bei Spare Ribs, Knochenteller ist da, wir bereiten alles vor und dann geht's rein in die legendäre Spare Ribs Challenge. 5 Kilo Spare Ribs, 10 Spare Ribs Leitern, Barbecue, Dips, 100 € winken, wenn ich den Rekord schaffe. Ich bin bereit, du auch? Ich bin bereit. Dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, guten Hunger, viel Spaß. Let's go. So, die Zeit läuft und ich gehe rein in die erste Rippe. Es ist genauso das, was ich mir gehofft hatte und was ich auch bei Spare Ribs halt liebe, wenn sie richtig geil sind. Ne? Wenn man sie aufmacht, sie qualmen, sie dampfen und sie fallen so vom Fleisch. Ne? Knusprige Haut, weiches Fleisch, geil. Ja, so soll es sein. Hast du einen Favorite Dip, mit dem ich anfange? Also ich persönlich finde Aioli, Trüffelmayo und Limettenmayo geil. Aioli ist bei mir einfach. Ich gehe Ja, mal von ja. vorne, ich gehe mal von hier nach. Was haben wir hier? Aioli? Direkt als erstes. Geil, Knoblauch geht immer. Ja. Dann Das ist jetzt Trüffelmayo. Trüffelmayo. Okay. Ja. Also Ja. uns ist halt wichtig, dass wir halt auch zum guten Essen auch einen guten Dip haben oder auch eine gute Soße. Ja, und schmeckt sehr, sehr geil. wir machen die halt alle selber. Alles hausgemacht? Ja, das Einzige, was ich nicht mache, ist Ketchup und Mayo. Okay. Aber sonst machen wir alles selber. Das war jetzt hier. Sour Cream. Oh, das müsste eigentlich auch passen. Perfekt so, ne? Bei der Sour Cream ist das so, klassisch mit Zitrone oder Boah. mit Limette. Aber wir machen sie nicht mit Limette und Zitrone. Vielleicht schmeckst du es ja raus. Sie schmeckt nicht süßlich. Nee. Überhaupt nicht. Nee, nach was schmeckt es dann so? Kannst du es Eher definieren? so in Richtung Joghurt, finde ich. Wir machen Orange rein. Ah, okay. Ja. Also, sie schmeckt wenig süßlich, wenig sauer, sondern wirklich mehr so Joghurtmäßig. Also sie für eine perfekte Bratkartoffel, sage ich mal so, eine Ofenkartoffel, Ja. da würde ich es mir wieder perfekt vorstellen. Ne? Ja, Aber Leute, richtig. seht das? Ich konnte es so vom Knochen wieder abnehmen. Ne? Geil. Dann haben wir hier Mayo, Das ist Limettenmayo. Limettenmayo. Genau. Ist nicht so meins, muss ich sagen. Bin jetzt aber auch nicht so der Limetten-Fan in der Soße, muss ich sagen. Ketchup, ne? Nee, das ist klassisch Barbecue. Oh. Boah. Zum Glück hast du es gerade eine Sekunde später erwähnt, als ich es im Mund hatte. Das war gerade so ein richtiger Flash für mich, Ja? weil ich bin vom Kopf her mit Ketchup ausgegangen Ja. und auf einmal kam so ein rauchiger Geschmack dazu. Ne? Das war gerade geil. Das war gerade geil. Das ist wie wenn man sowas Unerwartetes hat oder man kennt was nicht und wird komplett überrascht gerade. Das war ein geiles Feeling. Kann ich nicht anders sagen. Dann haben wir Guacamole. Guacamole. Ja, ist auch immer ganz gut. Boah, ich bin ja sowieso ein Avocado-Fan. Ne? Ja. Ist aber schwierig mit Spare Ribs, muss ich jetzt gerade ehrlicherweise sagen. Ja. Könnte ich mir tatsächlich eher jetzt gleich mit so ein bisschen, genau, Ein bisschen Pommes. mit Pommes vorstellen. Ne? Richtig. Das ist ganz geil. Ja, Also, schön Guacamole mit Pommes. ja, das ist gut, ne? Pommes sind auch gut, merke ich Ja. jetzt schon. Kross. Ja. Also wir haben auch einige Google-Bewertungen, Mhm. wo es dann halt wirklich nur um das Thema Pommes geht. Das ist so wichtig heutzutage, ne? Also, das ist so Ja. wichtig. Ja. Also, das ist schon krass. Aber schmeckt schon geil, muss ich schon sagen. Also meine Philosophie ist natürlich auch so, wenn es ums Wirtschaftliche geht, dass ich lieber auch ein paar Euro mehr ausgebe für die Qualität. Das heißt, auch die Pommes kaufe ich hochwertig ein, da spare ich auch überhaupt nicht. Was sind das für Pommes? Weißt du das? Also das ist von der Marke Avico. So, das ist eigentlich so der Ferrari. Das ist so das teuerste, was du kaufen kannst. Und danach kommt halt selbstgemacht. Aber selbstgemacht ist eine Katastrophe. Da brauchst du halt einen, der wirklich jeden Tag kommt. Ja, erstens das und ich sag mal so, ihr seid auch immer noch ein Wirtshaus. Du hast ja erwähnt, am Wochenende 6.000 Leute bewirtet. Also wir haben im Dezember jetzt Dezember. Knapp zwischen 5.000 und 6.000 Gäste gehabt. Also wir machen ja auch Tanzveranstaltungen, wir haben Wirtshaus,
Wir haben die Bowlingbahn, wir haben ja auch Dartmannschaften, wir haben Flipper-Verrückte. Also bei uns kannst du den ganzen Tag wirklich machen. Also das meine ich ja. Und jetzt musst du mal überlegen, wenn du da noch Pommes selber und alles machst. Na. Das ist wie so, wenn ich sage, du bist in einem Restaurant, da wird alles selbst gemacht und das Eis ist es vielleicht nachher nicht. Ne? Wo ich mir denke, okay, ist jetzt keine Eisdiele, ist jetzt nicht darauf spezialisiert, ist okay. Ja. Das letzte Coleslaw probieren wir nochmal. Das ist für mich immer super zum Barbecue und Spare Ribs. Ne? Also Leute, wir haben die erste Leiter auch soweit durch. Spare Ribs schmecken geil. Dips sind geil, es wird wild, es wird versaut. Wir versuchen den Rekord zu brechen. Ich gehe rein in Nummer 2 und damit würde ich sagen, let's go. Ersten beiden Spare Ribs Leitern soweit durch. Jetzt sorge ich dafür, dass wir hier mal schön die Knochen ein bisschen wegräumen und dann wieder ein bisschen Platz schaffen. Ich sag, wir haben mega Spaß hier. Wir haben gerade schon erwähnt, die Ältesten, die letztens da waren bei dem All You Can Eat, waren 70 plus. Ich habe schon. Ja, okay. Waren 70 plus. Ja, richtig. Und haben es gefeiert, das All You Can Eat. Ne? Ja. Die Dame, in Anführungsstrichen, hat dann nach einer Leiter, ne, war dann so gefühlt Ende. Aber der Herr, Ü70, der hat es dann wirklich noch geschafft, 2 Leitern, den Coleslaw und die Pommes zu essen. Ne? Ja, richtig, also, ihr seht, nicht nur für klein, nicht nur für den Mann, sondern wirklich auch für die Family und ich sag mal für groß und alt. Ne? Ja. Ist alles was dabei. Für mich auch weiterhin. Wie gesagt, zweite Leiter soweit durch. Wir machen weiter. Ich räume auf und dann gehen wir rein in Leiter 3 und 4, würde ich sagen. Meine Lieben, 4 Rippen sind soweit durch, aber man unterschätzt das Ganze. Er hat schon gesagt, oh, du bist ja gleich schon so gefühlt durch. Ich so, noch lange nicht, es stehen noch 6 vor uns und wie ihr seht, wir sind schon 20 Minuten noch dran. Pommes sind soweit mega lecker, Krautsalat lecker. Was ich gerade merke, ich gehe gerade mehr in den Barbecue-Dip rein, denn das alles andere, weil das harmoniert für mich doch mit den Spare Ribs, die schon Barbecue an sich sind, aber nochmal so sehr, sehr rauchig. Passt gerade super. Hier und da dippe ich auch mal in den Aioli oder ich sag mal mit den Pommes vor allem in Avocado. Aber gerade schieße ich mich so ein bisschen auf Barbecue ein. Kann nach einer Zeit sehr, ich sag mal, eintönig werden, beziehungsweise irgendwann, vielleicht, ich sage, vom Geschmack her ist es gar nicht mehr da. Aber Stand jetzt sage ich euch Real Talk, für mich die Barbecue-Soße mit am besten. Ich räume die nächsten Knochenteller, beziehungsweise hole den Knochenteller, die nächsten Knochen weg und dann sind wir bei Spare Ribs 5 und 6 hoffentlich. Aber ich merke schon, die Spare Ribs stopfen ordentlich. Also ich weiß, warum der Rekordstand jetzt schon immer bei 8 liegt. Schauen wir mal, dass wir den wenigstens eingestimmt bekommen jetzt. Es müssten jetzt noch genau 5, 6, 4 Stück. 6 haben wir soweit durch, 4 Leiter sind noch da. Und dementsprechend sind wir jetzt doch schon 33 Minuten dran. Also man merkt, wir quatschen zwar auch zwischendurch hier und da, aber ich werde schon langsamer. Ne? Also wie gesagt, bin jetzt noch 2 Leitern vor dem Rekord weg, ne, der ja bei 8 liegt. Und dementsprechend wäre er dann schon mal eingestellt. Es ist aber immer noch warm. Der Vorteil, ich sag mal, dass die wirklich übereinander liegen. Und bei der halben Stunde geht es definitiv. Auch, dass die Spare Ribs von den Leitern her so an sich geschlossen sind. Pommes ist noch ein bisschen da. Coleslaw ist noch ein bisschen da. Habe auch hier und da nachher mal so ein bisschen diese Barbecue-Rippen mit Coleslaw gegessen. Und du hast vorhin bereits erwähnt, hier gibt es noch so viele mögliche Seiten, die man noch machen kann. Er hat mich auch, weil er gerade gesagt hat, er ist Hamburger. Ne, auch mal so auch Fischbrötchen oder sowas. Ne, ja. So, aber ja, wie gesagt, so auch Rollmops-mäßig. Ja, muss jetzt vielleicht nicht sein. Aber vielleicht hier, wie gesagt, so Steak oder was du gesagt hast, Schäufele. Die Schäufele. Ne, auch interessante Sache, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich sag mal, wenn ihr euch das Gasthaus hier anschaut, worauf ihr Bock habt. Ich sag mal, so ein geiles Steak-Challenge hat ja natürlich immer was. Schäufele wäre, glaube ich, auch mal was Außergewöhnliches. Aber ich denke mal, wir finden was. Schreibt es gerne mal rein, worauf ihr Bock habt. Ich glaube, eine Fortsetzung, die hat es auf jeden Fall in sich. Ich würde sagen, ich versuche jetzt mal den Rekord definitiv mal einzustellen. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Aber Halleluja, derjenige, der 8 geschafft hat. Also ich weiß nicht, wer es war, aber Hut ab davor. Wir sind angekommen und haben den Rekord eingestellt. Ihr seht's, wir haben noch eine und wir haben noch 2 Rippen vor uns und damit den Rekord eingestellt. Wenn wir jetzt noch eine Rippe machen oder alles, was wir jetzt weiter essen, ist der neue Rekord. Und ich will natürlich wirklich, ich sag mal, das, was ich mir vorgenommen habe oder das, was mir vor mir liegt, 10 Rippen schaffen. Ich sag mal, bei 9 hätten wir jetzt auch schon den Rekord, aber die 10 sollen schon werden. Ihr seht trotzdem, dann ist natürlich schon krass, wie es stopft. Die Pommes schmecken super dazu. Coleslaw habe ich jetzt soweit durch und ich merke schon, das, was ich eben bereits erwähnte, da ich jetzt von der Barbecue-Soße, die ich jetzt auch hier teilweise schon fast leer habe, schon hier und da jetzt mal in eine andere gehe. Immer noch mal mit dem Coleslaw ein bisschen gemischt.
aber schon wirklich ein bisschen mehr für den Geschmack woanders hingehe. Also das ist immer wieder faszinierend, ne, dass der Geschmack, ich sag mal, trotzdem immer noch, ich sag mal, gleich ist, aber man hier und da versucht, ich sag mal, in eine andere Richtung zu gehen. Ich bin gespannt, wie gut es noch geht. Ich merke es immer mehr. Fleisch ist für mich auch wieder so eine ganz andere Sache, wie zum Beispiel in Solet, Sushi, Reis etc. pp, Pizza, Pasta sowieso. Aber ich würde sagen, bevor es jetzt wieder zu kalt wird, gehe ich rein, denn ja, Rippe 9 und 10 warten und damit versuchen wir, den neuen Rekord aufzustellen. Damit haben wir in 60 Minuten 25 Sekunden, also ich sag mal in einer Stunde, den Spare Ribs Rekord gebrochen. Ja. Nicht nur persönlich, sondern auch den hausinternen 10 Stück. Du hast auch so gesagt, du warst hier und da so ein bisschen skeptisch zwischendurch. Du hast gesagt, glaube ich, 8 oder 7. Ne, das hältst du auch für realistisch, Ja. ich sag mal, den Rekord einzustellen. Vor allem, weil der, ich sag mal, Rekordhalter 2 Meter groß war und dementsprechend halt 68 Kilo. 68 Kilo. Aber ich sag mal, mit ein bisschen schon eine Rippe gefühlt drin hatte, die sofort ins Bein verschwunden ist ungefähr. Und deswegen sage ich euch Real Talk, Halleluja. Also bei diesem All You Can Eat, wenn ich mir jetzt überlege, 10 Rippen zu essen, also hat sich das mehr als gelohnt. Jetzt hier 5 Kilo Spare Ribs, Coleslaw ist leer, die Pommes sind soweit leer, alles soweit weg. Mein Lieber, es hat mir richtig, richtig gut geschmeckt. Also ich danke dir echt schon mal vielmals. Ich bleib dabei. Barbecue Dip geil. Bin nachher so ein bisschen mehr in Aioli gegangen, Knoblauch. Aber vor allem auch die Pommes habe ich mit Avocado gesnackt. Hat mir super, super gefallen. Also ich denke, hier ist für jeden was da. Ich mache mich mal sauber, denn ich habe hier und da jetzt doch, glaube ich, ein bisschen was im Mund. Wir räumen auf und ich zeige euch gleich auch nochmal den Knochenteller. Und dann weiß ich nicht, ob du es weißt, aber du bist ja Videogucker. Wird es eigentlich noch Zeit für nicht nur 100 €, die wir jetzt hier gewonnen haben, sondern eigentlich auch für ein kleines Dessert. Ist da was möglich? Ja, ich kann bestimmt was zaubern. Na, er hat gehört. Wir zaubern noch ein bisschen was. Vielleicht keine 10 Kilo mehr, aber ein süßer kleiner Abschluss plus die 100 €, die wir mitnehmen wollen. Und ein neuer Rekord. Geil, Leute. Also, feiere ich, wir räumen auf. Spare Ribs Teller kommt noch. Süßer Abschluss und Cash in the Tash. Geil, feiere ich. Nicht nur der Knochenteller liegt vor uns mit gefühlt, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall vielen Rippchen aus 10 Leitern, sondern auch das schöne Dessert. Ich würde sagen, wir wollten euch mal nur kurz, wie gesagt, den Rippchenteller zeigen. Den stellen wir mal ganz kurz zur Seite. Und dann kommen wir dazu, worauf ich mich immer freue. Egal wie viel, egal was gegessen wird, egal wie man sich fühlt. Ein süßer Abschluss. Was haben wir hier schön? Was hast du gemacht? Tiramisu Ja. machen wir selber. Das Besondere ist, wir machen es nicht klassisch. Da ist ja irgendwas drin noch, ne? Ja, So also, Biskuit-Dinger? richtig. Also wir machen es wirklich nicht klassisch, weil viele machen ja auch Amaretto rein, Alkohol. Das frage ich auch mal. Ist ohne Alkohol? Ja. Ah, Also wir haben viele Autofahrer, viele Kinder, Familien. Also wir haben gesagt, wir machen es einfach ohne Alkohol. Schmeckt trotzdem gut. Dann haben wir dazu noch ein bisschen. Selbstgemachtes Chutney. Was ist das? Du kannst mal probieren und mir mal vielleicht sagen, was du rausschmeckst. Vielleicht errätst du das. Apfelzimt, Birne-Zimt. Also Zimt auf jeden Fall. Schmecke ich? Ja, ein bisschen, ja, richtig. Apfel und Ananas. Apfel-Ananas, okay, Apfel-Ananas. Die Ananas schmecke ich nicht. Also ich wusste, dass es in so eine weihnachtliche Apfel-Zimt geht, weil den Zimt schmecke ich definitiv raus, ich bin Zimt-Lover. Aber Ananas schmecke ich nicht. Und das harmoniert natürlich mit den Früchten ganz gut, auch mit dem Tiramisu, ne? Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Es sieht, also, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich sag mal, anschauungsmäßig sieht es natürlich wahnsinnig aus. Ne? Man sieht auch hier so richtig schön die Biskuitrollen so dazwischen. Probieren es erstmal so. Ordentlich Kakaopulver oben drüber. Ja. Ne? Den schmeckt man. Dass man natürlich auch, wenn man auch unten angelangt ist, trotzdem auch noch ein bisschen Kakaopulver hat. Ne? Und jetzt machen wir das, worauf ich nämlich immer sage, was man machen muss. Einmal komplett von oben nach unten alles holen. Und da kommt der ganze Geschmack her. Man merkt wirklich, dass dieser, ich sag mal, Geschmack von dem Alkohol nicht drin ist. Ja. Feiere ich mega. Mir schmeckt es sogar noch besser dadurch. Ich finde es auch gut, ja. Weil manchmal nimmt mir den zusätzlichen Geschmack, auch wenn ich gar keinen Alkohol trinke, wenn es jetzt im Dessert drin ist, gut und schön. Aber ich probiere es jetzt wirklich mal, wie du sagst, hiermit. Und dann natürlich, was auch nicht fehlen darf, Bisschen Eis. die Kugel Vanilleeis dazu für den Geschmack. Und genau das ist es, meine Lieben. Also, ein süßer runder Abschluss, neue Spare Ribs Rekord Challenge, 100 €, die ich gleich noch einsacken muss, die vergesse ich nicht. Und dementsprechend ein hausinterner Rekord, den ihr natürlich jetzt gerne
auch einmal knacken könnt. Jeder, der es schafft, jetzt mindestens die 10 Runden zu schaffen, bis natürlich ein neuer Rekord aufgestellt wird, danach der neue Rekord, kann jetzt hier sich diese 100 Euro verdienen. Ich bin gespannt, wer es schafft von euch. Dementsprechend danke ich aber fürs Zuschauen. Dir, Justus, danke ich für ein geiles Essen. Ich danke für dir. einen süßen, runden Abschluss. Für wirklich, ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, vielleicht eine zweite Challenge, die wir hier irgendwann machen. Steak Challenge, hätte ich Bock drauf. Aber vielleicht auch was anderes. Schreibt es gerne rein, wie hat es euch gefallen. Wart ihr schon mal hier? Ich genehmige mir jetzt hier noch auf jeden Fall das geile Tiramisu. Schöner Abschluss, denn das lasse ich mir definitiv nicht nehmen. Vielleicht stellen wir damit auch einen neuen Rekord auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 100 Euro, Dash in the Cash. Die werden eingesteckt, Spritgeld oder für was zu trinken. Aber wir gehen jetzt auf zur nächsten Challenge. Let's go.